Head-Tracking ist für viele PC-User schon seit Jahren ein fester Bestandteil, auch in der virtuellen Fliegerei. Den Kopf leicht zur Seite drehen, beim Rollen aus dem Fenster schauen, im Anflug die Landebahn im Blick behalten oder sich einfach natürlich im Cockpit orientieren. All das kann das Fluggefühl deutlich intensiver machen. Auf Konsole sah die Welt bisher allerdings ganz anders aus. Wer den Microsoft Flight Simulator 2024 auf Xbox oder PlayStation nutzt, muss beim Umschauen bislang mit Controller, Stickbelegung oder festen Kameraansichten arbeiten. Gerade in einer Simulation, in der der Blick aus dem Cockpit ein so entscheidender Teil des Erlebnisses ist, bleibt damit ein Bereich eingeschränkt, den PC-User durch verschiedene Head-Tracking-Lösungen längst kennen. Und genau hier setzt ein kleines Produkt aus Deutschland an, das für Konsolen-User besonders spannend ist. Der Xiris Head Tracker. Xiris wird in Deutschland entwickelt, getestet und gefertigt. Die Firma dahinter sitzt in Köln und der Hersteller positioniert sein System als Head-Tracking-Lösung, die ausdrücklich auch für Konsolen gedacht ist. Auf meinem Kanal ist Xiris bisher noch kein Thema gewesen. Im Hintergrund stehe ich allerdings bereits seit einiger Zeit mit dem Entwickler im direkten Austausch. In diesem Video zeige ich euch den Xiris Head Tracker nicht nur im Unboxing, sondern vor allem in der Praxis. Am PC über den beiliegenden Adapter, am PC über die downloadbare Windows-App ohne Adapter, sowie an Xbox Series X und PlayStation 5 Pro, jeweils wiederum mit dem beiliegenden Adapter. Dabei ist mir eine Sache besonders wichtig. Xiris ist ein Produkt, das sich sichtbar noch in der Entwicklung befindet und sich so auch versteht. Neue Profile, neue Funktionen und neue Möglichkeiten kommen Schritt für Schritt hinzu. Das bedeutet, dass noch nicht jeder Bereich endgültig abgeschlossen ist und sich einzelne Abläufe zukünftig weiter verbessern werden. Gleichzeitig zeigt mein bisheriger Eindruck aber auch, gerade auf Konsole funktioniert hier bereits etwas, was bislang schlicht unmöglich war. Und dieses Thema beschränkt sich nicht nur auf den Microsoft Flight Simulator. Xiris unterstützt bereits eine Vielzahl weiterer Titel auf PC und Konsole. Dazu gehören unter anderem Rennspiele, Shooter, Open-World-Titel und weitere Genres, bei denen eine natürliche Blicksteuerung zusätzliche Möglichkeiten eröffnen kann. Besonders spannend wird ein solches System meiner Meinung nach gerade bei Simulationen. Genau wie beim Fliegen zählt auch beim Fahren der Blick. Wer in einer Truck-Simulation unterwegs ist, schaut in die Spiegel, kontrolliert beim Abbiegen den Verkehr, blickt beim Rangieren aus dem Seitenfenster und orientiert sich auf engen Straßen oder Betriebshöfen ständig neu. Und dieser Ausblick ist inzwischen gar nicht mehr so theoretisch. Der Euro Truck Simulator 2 und American Truck Simulator wurden bereits für Xbox und PlayStation angekündigt. Xiris möchte auch hier entsprechend ansetzen und somit ist Head-Tracking plötzlich auf Konsole nicht nur für virtuelle Piloten interessant, sondern für ein ganz breites Spektrum. Dieses kleine System aus Köln bringt eine Möglichkeit auf die Konsole, die für uns ausgesprochen spannend ist, gerade weil sich Head-Tracking auf Xbox und PlayStation bisher nicht als Option angeboten hat. Wie gut das Ganze auf den unterschiedlichen Systemen bereits jetzt funktioniert, wo die Unterschiede zwischen PC, Xbox und PlayStation liegen und warum gerade die Entwicklung für den Microsoft Flight Simulator 2024 sowie weitere Simulationen auf Konsole so spannend ist, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Viel Spaß mit diesem Video und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Bevor wir nun auspacken und einrichten, schauen wir uns zunächst einmal an, wer hinter Xiris steht. Hinter dem Produkt steht die G-Vision GmbH aus Köln. Xiris ist also kein anonymer Zubehörartikel aus einem riesigen internationalen Sortiment, sondern ein einzelnes Produkt eines jungen deutschen Start-up-Unternehmens. Das System wird nach Angaben des Herstellers in Deutschland entwickelt, getestet und gefertigt. Kurz gesagt, Made in Germany. Das allein ist natürlich noch kein Qualitätsbeweis. Ein Produkt wird nicht automatisch perfekt, nur weil es aus Deutschland kommt. Aber es ist trotzdem ein interessanter Punkt und es fühlt sich gut an, gerade bei einem jungen System, das noch weiterentwickelt wird. Hier entsteht ein Produkt vergleichsweise nah an der Community mit direktem Austausch. Gleichzeitig möchte ich direkt vorwegnehmen, dieses Video ist kein endgültiges Langzeiturteil. Xiris befindet sich sichtbar noch in der Entwicklung. Die Apps werden weiter ausgebaut, Funktionen kommen hinzu, Profile werden erweitert und gerade die Konsolenunterstützung entwickelt sich derzeit weiter. Für mich ist aber genau das ein Grund, das Thema nicht auszublenden. Im Gegenteil,
Denn wenn ein System bereits jetzt etwas ermöglicht, das besonders für Konsolen-User bisher nicht zugänglich war, dann lohnt sich ein genauer Blick auf den aktuellen Stand. Und nicht zuletzt ist Unterstützung aus der Community auch für die Entwicklung von Xyris gut und erregt Aufmerksamkeit, die man wiederum benötigt, wenn es für Xyris in dem direkten Austausch mit Entwicklern von Simulationen, wie beispielsweise dem Microsoft Flight Simulator oder Euro Truck Simulator 2 geht. Auf der Homepage beschreibt Xyris das Grundprinzip recht verständlich. Der eigene Kopf wird zum Controller. Der Tracker arbeitet sensorbasiert, benötigt also keine zusätzliche Kamera vor dem Bildschirm und setzt die Kopfbewegungen in entsprechende Steuersignale um. Und das funktioniert plattformübergreifend auf PC, Xbox und PlayStation. Und wie bereits erwähnt, beschränkt sich das Thema nicht nur auf den Microsoft Flight Simulator. Xyris listet bereits eine Vielzahl unterstützter Titel und Anwendungsbereiche auf, von Racing über Shooter bis zur Simulation. Wir packen aus und der Part wird relativ kurz, denn das Ganze ist angenehm kompakt gehalten. Der Inhalt konzentriert sich auf das Wesentliche. Im Bundle befindet sich zunächst der eigentliche Xyris Head Tracker. Das ist der kleine Sensor, der später am Headset befestigt wird und die Bewegungen des Kopfes erfasst. Mit einem Gewicht von nur 20 Gramm fällt der Tracker sehr klein und leicht aus. Und das ist bei einem Produkt, das dauerhaft am Headset befestigt wird, natürlich ein entscheidender Punkt. Gerade bei längerer Verwendung darf so ein Sensor nicht schwer wirken oder ständig unangenehm auffallen. Der verbaute Akku wird über USB-C geladen und hat laut Homepage eine Nutzungsdauer von bis zu 12 Stunden. Darüber hinaus befindet sich der Wireless-Adapter im Paket. Dieser Adapter spielt vor allem bei der Nutzung mit Controller und Konsole eine zentrale Rolle. Denn anders als am PC, wo eine separate Windows-Software genutzt werden kann, benötigt Xyris an Xbox und PlayStation einen Weg, um die erkannten Kopfbewegungen in Steuersignale zu übersetzen, mit denen das jeweilige Game arbeiten kann. Dazu kommt die Handy-App, die später für die Einrichtung, die Verbindung, die Spielprofile und die Anpassung verschiedener Einstellungen genutzt wird. Der Tracker selbst wird am Headset befestigt und das ist im Grundsatz eine sehr einfache Idee. Der Sensor bewegt sich dann gemeinsam mit dem Kopf, ohne dass vor dem Bildschirm eine Kamera aufgestellt oder der Sitzbereich speziell ausgeleuchtet werden muss. Die Anbringung findet über beiliegende Klettklebestreifen statt und in vielen Fällen mag das eine praktikable Lösung sein. Bei mir persönlich ist das allerdings etwas anders. Ich möchte an meinem Headset keine Klebestreifen anbringen, auch deshalb, da ich den Tracker an verschiedenen Headsets nutze und auf mehreren Plattformen unterwegs bin. Hier in meinem Aufnahmesetup würde das Ganze noch über ein einziges Headset funktionieren, da die Aufnahmesoftware alle Signale über die Capture Card zusammenfassen kann. Im Wohnzimmer jedoch stehen dann verschiedene Konsolen und ein weiterer Rechner. Überall nutze ich unterschiedliche Headsets. Zum Teil Limited Editions und diese möchte ich nicht mit Klebestreifen bekleben. Deshalb habe ich für mich eine alternative Lösung mit diesem Klettgurt und einer Schnalle am Tracker gefunden. So kann ich mit geringem Aufwand den Tracker zwischen den Headsets jederzeit wechseln und das funktioniert für mich auch super. Nach meiner Schilderung dessen gegenüber dem Xyris-Entwickler ist man hier bereits ebenfalls an alternativen Lösungen interessiert und hat meine Ansätze dankend zur Kenntnis genommen. Vielleicht wird es irgendwann weitere Lösungen zur Anbringung am Headset geben. Falls ihr Interesse an meiner hier gezeigten Lösung habt, den Klettgurt sowie die Klebeschnalle habe ich mir auf Amazon bestellt. Ich verlinke euch die Produkte unten in der Videobeschreibung. Ansonsten fällt der erste Eindruck allgemein angenehm unkompliziert aus. Es ist keine große zusätzliche Hardware, kein Kamerasystem und kein weiteres Zubehör nötig. Im Kern geht es um einen kleinen Sensor, einen Adapter und die passende Software. Ob diese einfache Grundidee auch bei der Einrichtung und später im Simulator überzeugt, schauen wir uns jetzt Schritt für Schritt an. Beginnen wir mit der Nutzung am PC ohne Adapter und hier unterscheidet sich Xyris vom Konsolenbetrieb. Für Windows stellt Xyris eine eigene App, aktuell noch als Beta, zur Verfügung. Unterstützt werden laut Hersteller Windows 10 und Windows 11. Die Verbindung zum Tracker kann dabei entweder kabellos über Bluetooth oder alternativ per USB-C-Kabel erfolgen. Für unterstützte Games wird zusätzlich bei Bedarf OpenTrack verwendet. OpenTrack ist gerade in der Sim-Szene kein unbekannter Begriff, weil es Head-Tracking-Daten an verschiedene Spiele weitergeben kann. Der Microsoft Flight Simulator 2024 ist auf der Windows-Kompatibilitätsliste von Xyris ausdrücklich aufgeführt. Wichtig ist hier allerdings eine klare Trennung. Diese Windows-Lösung ist nicht dasselbe wie die Nutzung über den Adapter.
Deshalb ist die Liste der aufgeführten Spiele hier unter dem Reiter Windows auf der Homepage von Xiris auch nochmals wesentlich umfangreicher. Das bedeutet nicht automatisch, dass jedes dort genannte Game auch über den Adapter an Konsole funktioniert. Und das wird hier auf der Seite auch klar benannt und unterschieden. Xiris kann also am PC über die Windows-App als klassische Head-Tracking-Lösung eingesetzt werden. Nach der Installation der Windows-App wird der Tracker verbunden, OpenTrack bei Bedarf entsprechend eingerichtet und anschließend kann das Head-Tracking genutzt werden. An jedem Punkt wird man durch die App und die Einrichtung an die Hand genommen und klar und strukturiert durchgeführt. In der Praxis geht es dann vor allem darum, die Bewegung an das eigene Spielgefühl anzupassen, wofür es die entsprechenden Einstellungen gibt. Der Microsoft Flight Simulator 2024 wurde in meinem Fall automatisch erkannt und die hier gezeigten Bewegungen finden mit den Standardeinstellungen statt. Ich musste also nichts weiter tun. Was ich gemacht habe und empfehlenswert ist, dass ihr einen Hotkey belegt, um den Blick neu zu zentrieren bzw. damit auszurichten. Die Reaktionen des Trackers sind super direkt und sehr genau. Nach links, rechts, oben und unten. Jede Bewegung wird sofort erfasst. Das ist wichtig, wenn wir später in den Vergleich mit dem Adapter gehen. Drehe ich meinen Kopf beispielsweise nach links, geht die Kamera sofort mit. Richte ich meinen Kopf wieder nach vorne, reagiert die Kamera auch hier sofort. Wer am PC mit dem Head-Tracker unterwegs ist, dem würde ich immer die Windows-App empfehlen. Alternativ gibt es aber einen zweiten Weg und auch diesen möchte ich nicht unerwähnt lassen. Denn dieser läuft am PC über den Wireless-Adapter und die Xiris-App auf dem Smartphone. Und hier arbeitet das System dann nach einem anderen Prinzip als mit der Windows-App. Die Smartphone-App erkennt den Adapter und den Head-Tracker und anschließend lassen sich dann in dieser App Profile beliebig erstellen sowie verschiedene Einstellungen anpassen. Dazu gehören unter anderem die Empfindlichkeit für die Bewegung nach links und rechts sowie nach oben und unten. Zusätzlich lassen sich Totzonen, Verstärkung, Stick-Layout und weitere Einstellungen anpassen. Und genau diese Anpassungen sind sehr wichtig, denn Head-Tracking ist sehr individuell. Manche möchten den Kopf nur wenige Grad drehen und in der Simulation bereits weit aus dem Fenster schauen. Andere wiederum bevorzugen eine ruhigere und weniger direkte Bewegung. Beim Betrieb über den Adapter kommt außerdem die direkte Verbindung mit dem Controller hinzu. Dieser wird, in meinem Fall mit einem USB-A auf USB-C Kabel, fest mit dem Adapter verbunden. Am PC ist dieser Weg vor allem deshalb interessant, weil er das Prinzip zeigt, das später auch an der Konsole relevant wird. Ich kann hier nachvollziehen, wie sich Xiris verhält, wenn die Blickbewegung über die Controller-Logik umgesetzt wird und diesen Eindruck anschließend mit Xbox und PlayStation vergleichen. Im Grunde wird nun über den Adapter am PC der rechte Stick des Controllers simuliert. Drehe ich meinen Kopf jetzt nach links und zentriere ihn dann wieder, bleibt die Kamera an dieser Stelle stehen, wo sie sich befindet. Also genau so, als würde ich den rechten Stick auch zentrieren. Bewege ich den Kopf jetzt nach rechts, hole ich die Kamera wieder zurück. Sobald ich mich an der gewünschten Kameraposition befinde, blicke ich wieder nach vorne und die Kamera bleibt stehen. Genau so funktioniert das Ganze dann auch mit oben und unten und das ist vom Prinzip her, und das meinte ich vorhin, dann eben doch eine andere Steuerung als über die Windows-App am PC. Und das erklärt ganz einfach, die Nutzung über die Windows-App und die Nutzung über den Adapter sind zwei unterschiedliche Wege zum gleichen Grundgedanken. Und genau deshalb ist der Adapter für Konsole so wichtig. Kommen wir nun zum aus meiner Sicht spannendsten Bereich der Verwendung von Xiris an Konsole. Denn während Head-Tracking am PC bereits über verschiedene Lösungen möglich ist, sieht das auf Xbox und PlayStation ganz anders aus. Hier kann man nicht einfach zusätzliche Tracking-Programme installieren oder beliebige Software im Hintergrund nutzen. Genau deshalb setzt Xiris an beiden Konsolen auf den Wireless-Adapter in Verbindung mit der Handy-App und dem jeweiligen Controller. Das Grundprinzip ist auf Xbox und PlayStation ähnlich. Wir beginnen hier mit Xbox. Der Tracker wird, wie auch vorhin gezeigt, am Headset befestigt. Der Adapter über USB 2.0 mit der Konsole verbunden, der Controller per Kabel am Adapter angeschlossen und über die Handy-App werden Verbindung, Profil und Empfindlichkeiten eingerichtet. Der Controller bleibt dabei ein wichtiger Bestandteil des Setups, weil Xiris die Kopfbewegung so in die vorhandene Kamerasteuerung des Programms einbindet.
Und hier lässt sich auf Xbox bereits sehr gut erkennen, welches Potenzial darin steckt. Denn das aktuelle Ergebnis ist exakt jenes, welches wir auch am PC über den zweiten Weg, also mit angeschlossenem Adapter und Controller, bekommen. Der Head-Tracker simuliert dann quasi den rechten Stick des Xbox-Controllers. Drehe ich den Kopf nach links, dreht sich auch die Kamera so lange, bis ich den Kopf wieder nach vorne drehe. Und das funktioniert dann nach links, rechts, oben und unten. Den Controller kann ich an allen Plattformen dabei jederzeit uneingeschränkt weiterhin nutzen. Und in dieser Kombination ergeben sich dann tolle neue Möglichkeiten auf Konsole. Noch eine kurze Ergänzung zu einer, wie ich finde, smarten Funktion hier am Head-Tracker selbst. Denn die Farbe der pulsierenden LED entspricht immer der des Profils, welches ihr auf der Smartphone-Handy-App im Vorfeld dafür zugewiesen habt. Und so wisst ihr dann immer anhand der Farbe, welches Profil am Tracker gerade aktiv ist. Auch sehr spannend ist das Thema auf PlayStation, denn dort gab es innerhalb des Microsoft Flight Simulator 2024 bis vor 2 Wochen noch gar keine Anwendungsmöglichkeit. Über die aktuelle Beta innerhalb der Handy-App kann Xairis inzwischen aber auch dort eingesetzt werden. Dabei möchte ich aber nochmal ganz klar sagen, wir sprechen hier weiterhin über eine Funktion in Entwicklung. Die Unterstützung befindet sich im Aufbau, Einstellungen und Profile können sich zukünftig noch verändern und weiter verbessern. Dennoch funktioniert die Nutzung bereits jetzt so, dass der Mehrwert im Simulator erkennbar wird. Auch auf PlayStation schließen wir den Adapter an die Konsole an und verbinden den Controller per Kabel mit dem Adapter. Hier ist wichtig, dass ihr in den Einstellungen eurer Konsole, also von der PlayStation selbst, von der kabellosen auf die kabelgebundene Nutzung umstellt. Auf PlayStation wird vom DualSense Controller dann nicht der rechte Stick mit einbezogen, sondern zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos das Touchpad. Hierfür ist im Microsoft Flight Simulator 2024 selbst dann auch noch die ein oder andere Steuerungseinstellung nötig. Außerdem leuchtet dann nicht nur der Head-Tracker in der Profilfarbe, die ihr euch ausgesucht habt, sondern auch die LEDs am DualSense. In Kombination mit der Handy-App und den Beta-Optionen können wir nun durch die Bewegung unseres Kopfes die Blickrichtung steuern. Im direkten Vergleich zwischen Xbox und PlayStation wirkt der Ansatz auf mich auf PlayStation noch etwas unruhiger und es wird bereits aktiv seitens des Entwicklers nachjustiert. Das Ziel jedoch ist aber bereits klar erkennbar: Head-Tracking auf Konsole. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Sowohl auf Xbox als auch auf PlayStation zeigt Xairis bereits, dass Head-Tracking im Microsoft Flight Simulator 2024 grundsätzlich funktionieren und einen echten Mehrwert bieten kann. Ist das alles bereits jetzt perfekt? Nein, diesen Anspruch würde ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht stellen. Xairis befindet sich weiterhin in einem laufenden Entwicklungsprozess. Die Hardware steht. Die Software wird weiterentwickelt, es gibt Beta-Funktionen, neue Profile können hinzukommen und auch die Unterstützung einzelner Spiele und Plattformen kann sich weiter verbessern. Aber gerade deshalb finde ich es wichtig, den aktuellen Stand fair zu betrachten. Denn eine Funktion muss nicht bereits am Ende ihrer Entwicklung stehen, um einen echten Mehrwert zu zeigen. Und genau diesen Mehrwert sehe ich hier bereits besonders auf Konsole. Und bitte bleibt auch ihr gegenüber diesem Projekt fair, man steht hier am Anfang mit ambitionierten Zielen. Der Gedanke dabei ist, auch auf Konsole das Erlebnis möglichst dahingehend zu realisieren, wie es ohne Adapter am PC mit Xairis bereits gelingt. Für den Microsoft Flight Simulator 2024 ist Head-Tracking ein ausgesprochen passender Anwendungsbereich. Aber das Potenzial geht darüber hinaus. Es gibt eine Vielzahl weiterer Bereiche. Beispielsweise ist der Euro Truck Simulator 2 und der American Truck Simulator bereits für Xbox sowie PlayStation angekündigt. Gerade dort wird Head-Tracking künftig ebenfalls sehr interessant. Sollte Xairis auch in diesen Titeln zukünftig auf Konsole sinnvoll einsetzbar sein, wäre das nicht nur für virtuelle Piloten, sondern auch für virtuelle Fernfahrer ein spannendes Zubehör. Und auch in Rennsimulationen findet ein solches System grundsätzlich seinen Platz. Was Xairis dabei zusätzlich interessant macht, ist die Herkunft. Hinter diesem kleinen Tracker steht ein Unternehmen aus Köln. Das Produkt wird als Made in Germany entwickelt, getestet und gefertigt. Und gerade bei einem System, das noch weiter wächst, ist der direkte Austausch zwischen Entwickler und Community meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Punkt. Ich werde die weitere Entwicklung deshalb auf jeden Fall im Blick behalten. Für den Moment lautet mein Fazit:
Xiris befindet sich in einer dynamischen Entwicklung und zeigt bereits jetzt, dass Head-Tracking nicht mehr ausschließlich ein PC-Thema sein muss. Und allein das macht dieses kleine System für mich und vermutlich auch für viele von euch ausgesprochen interessant. Werft einen ersten Blick auf die Xiris Homepage. Dort findet ihr zum Beispiel auch eine Verlinkung zum Xiris Discord. Holt euch über diese Möglichkeiten weitere Eindrücke zum Projekt. Falls ihr Interesse daran gefunden habt, in der Videobeschreibung befindet sich ein Rabattcode, mit dem ihr Xiris über die offizielle Homepage vergünstigt kaufen könnt. Ich erhalte dabei keinerlei Provision oder dergleichen, was man an dieser Stelle vermuten könnte und was durchaus möglich gewesen wäre. Ich möchte betonen, dass ich ganz bewusst auf irgendwelche Beteiligungen verzichtet habe, zum einen, um euch eine Vergünstigung zu ermöglichen und zum anderen, um den Entwickler zu unterstützen. Und jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung dazu. Wäre Head-Tracking im Microsoft Flight Simulator 2024 auf Xbox oder PlayStation für euch ein echter Mehrwert? Oder nutzt ihr bereits am PC eine entsprechende Lösung und könnt euch vorstellen, dass so etwas auch für Konsolenspieler ein wichtiger Schritt wird? Könnt ihr euch am PC beispielsweise, insofern ihr euch schon mit Head-Tracking beschäftigt, vorstellen, dass Xiris zukünftig euer Weg auch auf dem PC sein wird? Und falls nicht, was fehlt euch noch, um diesen Schritt zu gehen? Wo seht ihr bei Xiris noch Verbesserungspotenzial? Schreibt mir eure Meinung sowie Fragen und Ergänzungen gerne unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst zur Unterstützung dieses Kanals bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert und aktiviert die Glocke, um keinen der kommenden Inhalte auf Andiana TV zu verpassen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche eine gute Zeit und bin raus. Von Boeing bis Airbus, von Jumbo bis Jet, jedes Cockpit so echt, es wirkt wie ein Set. Einmal durchstarten, dann wieder im Flow und alle zusammen, gebt mir ein Go. Andiana TV, wir heben jetzt ab, virtuelle Fliegerei, Takt für Takt, von Takeoff bis Landing, High-Level-Show, die Triebwerke...